Was denken Sie, wenn man die chinesische Küche erwähnt? Die Klischees über die chinesische Küche, wie zum Beispiel den starken Geruch exotischer Lebensmittel und Gewürze oder das Essen, das Sie in China probiert haben, das anders als das aus China-Restaurants in Europa ist. In diesem Video wird Folgendes erklärt. Inwieweit stimmen solche Klischees? Wie unterscheidet sich das Essen in China regional und welche Funktion nimmt es in der sozialen Kommunikation an? Ich beginne diesen Vortrag mit dem Zitieren von zwei berühmten historischen Worten. Konfuzius sagte, übersetzt ins Deutsche, Essen und Geschlechtlichkeit sind die Grundbedürfnisse der Menschheit. Aus den drei historischen Aufzeichnungen von Sima Qian, Ban Gu und Chen Shou wurde das weit bekannte Argument verfasst und wiederholt. Das Land hat sein Volk als Basis und dem Volk ist das Eisen der Riemen. Das Eisen ist für alle Tierarten die Voraussetzung fürs Überleben und für die Menschheit, für die Entwicklung der Gesellschaft. Ein armer Bauer in der alten Zeit Chinas konnte beispielsweise keine Ahnung haben, wie sein Kaiser hieß, aber er musste sich Gedanken machen, wie er sich und seine Familie ernähren konnte. In der chinesischen Geschichte wurde auch mehrmals wiederholt, dass die Bauern wegen mangelnden Eisens Kriege gegen die Regierung geführt haben, die Dynastiewechsel verursachten. Es ist in jeder Eiskultur gleich, dass sie primär zur Lösung des Hungers entstanden ist und sekundär auf Basis der Grundbedürfnisse kann man nach dem Konsum streben. Meine Oma hat mir erzählt, dass sie und viele anderen während der dreijährigen Hungersnot Baublätter, ländliche Unkräuter und alles mögliche Genießbare zum Essen verarbeitet haben und dadurch viele neue Rezepte erfanden, damit sie und ihre Familie nicht so hungrig fühlten. Die Volksküche basiert im Allgemeinen auf den lokal verbreiteten, billigen, aber auch ungewöhnlichen Lebensmitteln, sodass sie mit Kochkunst zu leckeren Speisen werden können. Die heutige chinesische Küche ist quasi hauptsächlich die Sammlung von verschiedenen Volksküchen. Aufgrund der großen Landesfläche bzw. der vielfältigen geografischen und klimatischen Bedingungen sind die landwirtschaftlichen Produktionen in verschiedenen Gebieten Chinas sehr unterschiedlich. Auch aus geschichtlichen Gründen und Volkskunden sind viele verschiedene Regionalküchen entstanden. Daher ist es unmöglich, mit ein paar Worten oder mit dem Eisen einiger Gebiete die gesamte chinesische Küche zu beschreiben. Bevor ich über die Verschiedenheit der Regionalküche berichte, lasst uns durch den Vergleich mit der westlichen Küche einen Überblick von der chinesischen gewinnen. Über die großen Unterschiede zwischen der chinesischen und westlichen Küche sind Sie sich bestimmt aus eigener Erfahrung bewusst. Die Chinesen benutzen als Stäbchen zum Essen als Besteck und teilen die Speisen in der Mitte gemeinsam. Verschiedene Gerichte werden im selben Gang serviert und als Hauptbestandteil isst man Reis oder Teckwaren wie Nudeln, Mantou etc. in eigener Schale. Über die unterschiedlichen Tisch- und Esssitten werde ich in einem anderen Video berichten. Wie sich das chinesische Essen regional unterscheidet, wird in Volksmunde mit kurzen Volksreden zusammengefasst. Erstens Reis im Süden und Weizen im Norden. In Europa gibt es das Klischee, dass ein Chinese jeden Tag Reis isst. Ob das stimmt, ist stark von der Heimat abhängig.
In vielen südchinesischen Provinzen und Nordostchina sind Reispflanzen die wichtigsten Getreidesorten. In solchen Gebieten gilt es, Reis zu den Speisen zu servieren, weil man nicht zusätzliche Wünsche äußert. In vielen nordchinesischen Provinzen werden Weizen verbreitet angebaut, weshalb verschiedenartige Teigspeisen die wichtigste Rolle auf ihrem Esstisch spielen. Mit derselben Logik lässt sich die zweite Fuchsrede interpretieren. Bei den Bergen isst man von den Bergen und beim Meer isst man aus dem Meer. In den Regionalküchen, deren Heimat am Meer liegt, werden mehr Meeresfrüchte gebraucht. Und in den Regionalküchen bei den Bergen werden die lokalen Bergspezialitäten wie Waldpilze bevorzugt. Über die verschiedenen Geschmacksbevorzugungen sagt man im Volksmund süß im Süden, salzig im Norden, scharf im Osten und sauer im Westen. Wenn man selbst in verschiedenen chinesischen Regionen gewesen sind, ist Ihnen das bestimmt selbst schon aufgefallen. Der vielfältige Geschmack ist ein Teil der Verschiedenheit der Regionalküchen. Statistisch wird in den sehr scharfen Gebieten Sichuan, Chongqing, Hunan und Guizhou pro Kopf und pro Jahr 10 Kilo Chilis gegessen, was circa das 10-fache des ländlichen durchschnittlichen Chili-Konsums ausmacht. In der einzig Heimat Shanxi isst man pro Kopf circa 3-mal so viel Essig wie im chinesischen Durchschnitt. Nach den allgemeinen Ansichten gibt es 8 große Regionalküchen: Lu, Su, Hui, Zhe, Chuan, Xiang, Min und Yue. Die Heimat der 8 Küchen sieht man auf der Landkarte farblich markiert. Außer den 8 großen gibt es auch andere Regionalküchen, deren Namen auf der Landkarte kursiv dargestellt werden. In verschiedenen Regionalküchen werden verschiedene Geschmackskombinationen, Zutaten, Zubereitungsarten etc. bevorzugt. Wenn Sie in China essen gehen, wird beispielsweise zuerst gefragt, auf welche Regionalküche Sie heute Lust haben. Damit das Essen mit Ihrer Zunge und Ihrem Magen zurechtkommen kann, ist es wichtig, sich zu informieren und mit Vernunft auszuwählen. Ich kenne einen Deutschen, der scharfes Essen liebt und in China mit großer Begeisterung den authentischen scharfen Chongqinger Vortopf gegessen hat. Ohne Vernunft und Vorwissen hat er viele verschiedenartige frische und trockene Chili gefressen, was ihm aber 2 Tage Durchfall beschert hat. Der erste Minister der Volksrepublik China, Zhou Enlai, hat die Huaiyang-Küche aus seiner Heimat, also eine Unterart der Su-Küche, als Standard sowie zum Hauptteil des staatlichen Beckens erklärt. Der Hauptgrund ist, dass diese Küche leicht und relativ ausgewogen gewürzt und somit auch für internationale Mägen geeignet ist. Wenn Sie eine stark gewürzige Regionalküche probieren möchten, würde ich Ihnen raten, zunächst eine Probehappen zu nehmen. Sie wissen, wenn das menschliche Verhalten in verschiedenen Ländern zu andersartig ist, kann ein kultureller Schock ansetzen. Manche kulturelle Missverständnisse können zu Vorurteilen und Klischees werden. Nicht nur zwischen Europäern und den Chinesen gibt es gegenseitige Missverständnisse und Klischees. Auch innerhalb von China kann ein kultureller Schock wegen der regionalen Unterschiede passieren. Der um das Essen orientierte Regionalismus ist ein wichtiger Bestandteil davon.
Die Portionen sind im Norden etwa generell größer als im Süden. Die Regionalküchen im Norden, Westen, Nordwesten, Nordwesten und Südwesten sind normalerweise stärker gewürzt mit Salz, Chili, lauchartigen Zutaten und zentral, wohingegen die Küchen im Südosten relativ leicht gewürzt sind und den süßen Geschmack bevorzugen. Ein sogenannter salzig-süß-Streit passiert deswegen oft unter Freunden, Kommilitonen, Ehepaaren und im Internet. Das wie Pudding aussehende zarte Tofu beispielsweise wird im Norden als Tofu-Nao genannt und in salziger Suppe und mit einiger Gemüsezutaten zubereitet. Im Gegensatz dazu wird dasselbe Essen im Süden Douhua genannt und als eine Süßigkeit genossen. Viele Internetbenutzer aus Süd und Nord behaupten, dass nur die Zubereitungsweise in ihrer Heimat richtig und authentisch ist und die anderen Ketzerei seien. Denselben Streit gibt es auch über Mundkuchen, Zhongzi, Frühlingsrolle und Zintra. Es ist meiner Meinung nach völlig unnötig, darüber zu streiten. Jeder hat das Recht, seinen eigenen Geschmack auszuwählen und währenddessen den Geschmack der anderen zu respektieren. Vielleicht in der Zukunft, wenn sich das Essen verschiedener Regionalküchen mehr verschmolzen und jeder für mehr Geschmacksauswahl hat, wird dieser Streit beendet. Und Sie? Möchten Sie lieber das zarte Tofu salzig oder süß probieren? Das Essen ist im sozialen Leben immer sehr entscheidend. In der chinesischen Kultur wird die Bedeutung des Zusammenessens sehr hoch geschätzt. Für das Silvesteressen zum chinesischen Neujahr möchte jeder Chinesin in die Heimat fahren. Für das Pflegen der sozialen Beziehungen sind Essensanladungen die am häufigsten gebrauchte Methode. Zahlreiche Verträge werden auf dem Eistisch beim Saufen abgeschlossen. Luxusessen auf Kosten der Firma oder einer staatlichen Institution ist deswegen ein häufiges Phänomen geworden. Um die Verschwendung der sozialen Ressourcen zu vermeiden, hat die Regierung seit 7 Jahren Gesetze dagegen angekündigt, um diese Praktik in einem gewissen Maße einzuschränken. Aus Gastfreundlichkeit und Gesichtsschonung bietet ein Chinese häufig seinen Gästen das beste Essen von ihm an. Das haben Sie wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung festgestellt. Ich habe beispielsweise von einigen Deutschen gehört, dass sie in China fast jeden Tag 2-mal zum Essen eingeladen wurden, was ihre Mägen schwer belastet hat. In diesem Fall schlage ich Ihnen vor, höflich abzulehnen oder sich beim Essen kontrollieren zu lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie meinen Kanal auch abonnieren. 再见。